Ich meine, auf sowas möchten wir doch gerne verzichten, oder? Auf Hafermilch. Aber habt ihr euch mal gefragt, woher kriegen denn die Tiere das B12? Das kommt ja nicht einfach so in ihren Körper. Das Video auf TikTok ist ja abgegangen und ich erkläre euch heute zu Oatly, zu Hafermilch, alles, was ihr wollt. Denn ich gucke ich gucke mir die Kommentare an und ich gehe auch auf die ganzen Sachen ein, denn viele Leute sagen hier, was sind das für Quellen? Die Quelle ist Vertrau mir, Bro. Und das ist einfach nur alles Gelaber. Der eine gibt seine Meinung, der andere gibt seine andere Meinung. Und die weiß auf einmal besser, weil die arbeitet da und ich erkläre auf jeden Fall, wie dieses Foto überhaupt zustande gekommen ist, wo die ganzen Fakten her sind und so weiter und so weiter. Als erstes erzähle ich euch was zu Hafermilch oder Milch allgemein, denn viele haben direkt irgendwas geschlossen darüber, weil ich das Bild gepostet habe, weil ich den Beitrag gepostet habe, dass ich irgendeine Meinung von den beiden vertrete. Aber hier war nur die Aufklärungsarbeit wichtig für mich. Denn überhaupt zu wissen, was in dem einen und was in dem anderen ist, das erste Bild, was ich gepostet habe. Ich blende auch hier nochmal meinen Account ein. Für die Leute, die es vielleicht jetzt über YouTube kommen, die vielleicht früher oder später kommen, die nicht mal wissen, dass ich TikTok habe. Und ja, hier auf dem ersten Bild, also ich verlinke auch den Beitrag von Oatly, was ich gepostet habe. Was Menschen denken, was sie kriegen, wenn sie Hafermilch trinken. Calcium, Vitamin B12, ein gesundes Herz und eine gesunde Milchalternative. So, warum ein gesundes Herz? Weil man ja davon ausgeht, dass Hafermilch gesünder ist als Milch einer Kuh oder ein anderes Lebewesen, was die Milch produziert hat. Und die gesunde Milchalternative hat natürlich auch damit zu tun, weil man sich ja was Gutes tut, weil man eine Milch trinkt oder ein Getränk eigentlich eher, ne? Hafermilch und so weiter ist ja alles ein Getränk mehr als eine Milch, weil Milch ist ja das Synonym für das Getränk eines stillenden Tieres, würde ich sagen. Das ist jetzt auch nicht meine Stärke hier, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und B12 und Calcium gehe ich davon aus. Beziehungsweise es ist ja so, dass in der veganen Ernährung B12 fehlt. Beziehungsweise wenn man Milch weglässt, wird der Durchschnittsbürger einen Vitamin B12-Mangel erleiden. Denn die Leute kennen ja nur die tierischen Quellen. Also die, sagen wir einfach 99% der Menschen kennen nur die tierischen Vitamin B12-Quellen. Aber habt ihr euch mal gefragt, woher kriegen denn die Tiere das B12? Das kommt ja nicht einfach so in ihren Körper. Da gibt es ja auch, also die produzieren das auch nicht selbst. Das ist auch etwas, was ich früher oder später klären werde. Aber hierzu später mehr. Und jetzt die Wahrheit, beziehungsweise das, was ihr, wir, ich auch, natürlich, wenn ich das trinke, was ich bekomme. Und zwar geht es hier um Diabetes, verstopfte Arterien, eine große Dosis Fluorid und Pestizide und ein hoher Blutzuckerspiegel. Für den einen oder anderen ist das ein Fragezeichen. Wobei, wenn wir uns das anschauen, eine große Dosis Fluorid, ne, Pestizide meine ich, dann könnte man natürlich schon gut davon ausgehen, dass das stimmt. Weil, wenn wir jetzt explizit auf Hafer eingehen, Hafer wird angebaut und dort werden Pestizide für den Anbau benutzt, also auf dem Feld. Und wir trinken, essen das verarbeitete Getränk und da drin ist ja Hafer. Das heißt, wir bekommen die Pestizide mit dazu. Und es ist auch nicht ersichtlich, beziehungsweise es ist ausgeschlossen, zumindest wenn wir laut Oatly auf die Zutatenliste gehen, dass das Produkt Bio ist. Denn da steht einfach nur Hafer, 10%. Da steht kein Bio-Hafer oder was auch immer. Da steht auch keine Bio-Oatly oder es gibt ja auch keine Bio-Oatly. Als nächstes
die 3 anderen Sachen, wo sich wahrscheinlich einige den Kopf zerbrochen haben. Warum ist das denn so? Also, was Fluorid angeht, ich meine, ihr trinkt ja das Oatly wird ja quasi gemischt. Die erste Zutat in Oatly ist ja Wasser. Und Wasser kann ja eine gute oder eine schlechte Qualität haben. Egal, wie man es sieht. Ich meine, es ist klar, dass die kein Loretana-Wasser benutzen für ihr Oatly, denn sonst würde es wahrscheinlich noch mehr kosten, beziehungsweise wäre es gar nicht möglich, das auf 'n so einen gesättigten beziehungsweise auf so einen Markt, sagen wir einfach, zu bringen. Deswegen ist da stark davon auszugehen, dass hier einfach normales Wasser benutzt wird, natürlich ungefiltert, einfach normales Wasser, das viele, viele Stoffe beinhaltet, unter anderem Fluorid. Ich meine, wenn wir heutzutage gutes Wasser anschauen, hat das 0,2 Milligramm Fluorid auf 1 Liter. Das ist heutzutage noch gut, beziehungsweise man sollte halt nicht drüber gehen. Die meisten haben mehr. Ich habe schon welche gesehen mit 0,5. Ich habe schon welche gesehen mit 1,0. 5-mal so viel. Und man muss es auch gar nicht angeben. Man muss es nicht angeben. Auf manchen steht es auch einfach nicht drauf und man weiß nicht, wie viel da drin ist. Ich weiß jetzt nicht, wo die Höchstschwelle liegt, aber das ist einfach schon nicht normal. Bei 1,0, das ist für mich schon unverständlich. Aber Fluorid, auch so ein Thema, ne? So, wir gehen aber zur nächsten Sache jetzt und nicht vom Thema abschleifen. Ich gehe zum zweiten Bild, denn das zweite Bild erklärt die rechte Seite komplett, beziehungsweise die Sachen, die noch offen sind, sage ich mal so, ne? Die verstopften Arterien, den hohen Blutzuckerspiegel und das Diabetes, was man bekommt dadurch, oder sagen wir einfach, dass dir ein erhöhtes Diabetesrisiko. So, das zweite Bild ist hier und wie ihr sehen könnt, also Oatly pusht den Blutzuckerspiegel massiver als Coca-Cola. Das ist die These und hier drunter wird das bewahrheitet. Ich kann euch auch die Seiten verlinken. Ich war auch letztens bei TikTok Live und habe auch die Seiten gezeigt. Aber hier könnt ihr es nochmal selbst lesen. So, Oatly, der glykämische Index. Es gibt ja eine glykämische Last und den glykämischen Index. Und wenn wir. Aber warte mal, woher kommt denn diese, dieser glykämische Index, der so hoch ist, sogar höher als bei Coca-Cola? Wie geht das? Ich meine, schaut euch doch mal die Oatly-Zutatenliste an. Da ist doch kein Zucker drin. Da ist doch nur Hafer drin. Ich meine, Hafer hat doch gute Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, ist Vollkorn. Zumindest kann man das als Vollkorn ansehen, weil da wird ja nicht die äußere Schicht abgemacht, beziehungsweise die Schicht, die Ballaststoffe beinhaltet. So, das ist jetzt die Preisfrage. Woher kommt das? Kennt ihr eine Nicht-Zutatenliste? Habt ihr schon mal davon gehört? Eine Nicht-Zutatenliste. Das heißt, Zutaten, die man nicht angeben muss in den Inhaltsstoffen, die aber trotzdem im Produkt enthalten sind. Wir die einnehmen, essen, trinken, was auch immer, draufschmieren, alles Mögliche, aber es nicht mal wissen. Stellt euch vor, ihr habt irgendwas gegessen, getrunken und ihr seid eigentlich allergisch darauf. Und dann fühlt euch danach schlecht und ihr denkt, hä, was ist das denn? Ich habe doch XYZ gar nicht gegessen. Trotzdem habe ich das jetzt. Und hier kommt die Nicht-Zutatenliste ins Spiel. Es ist davon auszugehen, dass es in Deutschland auf jeden Fall so ist. In anderen Ländern weiß ich es nicht. Aber es ist halt so, dass Stoffe, die bei der Herstellung verwendet werden, hier zum Beispiel bei diesem Video, was ich hier verlinke, von Galileo, da wird das sehr schön erklärt. Dort kann man sehen, wie Zucker verwendet wird, um den Fermentationsprozess des Hafers
zu bewerkstelligen, damit es überhaupt möglich ist. Dieser wird ja benutzt, um das Produkt herzustellen und wird ja nicht zusätzlich hinzugefügt in das Produkt, wie zum Beispiel bei Cola. Ich meine, die machen da Wasser rein, zum Beispiel Koffein, Farbe und die machen noch Zucker dazu. In Form von, ich glaube, Glucose, stinknormale Glucose. Und hier wird es ja quasi für die Fermentation benutzt und auf der Verpackung ist ja dann kein Zucker angegeben. Trotzdem hat das Produkt 6, ich glaube 6 Gramm oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Oatly ist, ich habe jetzt nicht geschaut, aber 6 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Da muss irgendwo was sein, was auf einmal herkommt. Ich habe es auch früher nicht verstanden, warum da so viel drin ist, weil 6 Gramm ist schon viel. Und lesen wir uns das jetzt nochmal durch. Der Hauptzucker von Oatly ist Maltose. Das ist eine Art von Zucker. Und die hat auf den Blutzuckerspiegel eine 2 bis 3 Mal höhere Auswirkung als Laktose. Laktose ist der Hauptzucker in der Kuhmilch. Und die Maltose hat einen glykämischen Index von 105. Verglichen mit Laktose, welchen einen nur von 46 hat, ist das eine 2,5, würde ich jetzt sagen. Vergrößerung 2,5. Das ist schon eine echte Hausnummer, wenn wir vom glykämischen Index ausgehen. So, das war das zweite Bild und schaut euch das an. Coca-Cola hat einen glykämischen Index von 60. Also wir fassen mal zusammen. Laktose, Glucose und Maltose sind die 3 Zuckerverbindungen, beziehungsweise nicht Verbindungen, die 3 Zuckersorten, die verglichen werden. Und Laktose ist in der Kuhmilch. Wir kennen das ja alle mit der Laktase, die dann die Laktose spaltet. Dann die Glucose in der Coca-Cola. Stinklangweiliger Zucker. Und die Maltose, die eigentlich unbekannt ist, in Oatly, die für den Fermentationsprozess benutzt wird. Und hier ist die Sache, ich würde jetzt mal einfach zu den Alternativen kommen, denn ich meine, jetzt habt ihr das gehört, ihr habt die Quellen. Ich meine, hier sind über 400 Kommentare und ich kann es auch verstehen, wenn Menschen schreiben, ohne Quellenangaben glaube ich gar nichts. So, ihr könnt mir glauben, ich meine, ich bin ja auch jetzt kein riesenbekannter Gesundheitscoach oder was weiß ich, irgendwas in die Richtung. Deswegen ist ja auch logisch, dass wir das jetzt betrachten. Wie gesagt, lest euch das durch, schaut euch die Studien an, schaut euch die Beiträge an, die Quellen. Und auf dem dritten Bild ist halt natürlich noch was anderes, aber was gibt's für schöne Alternativen für Oatly? Hier kommen wir natürlich, ich meine, auf sowas möchten wir doch gerne verzichten, oder? Hafermilch. Zumindestens, wenn wir jetzt doch davon ausgehen, überlegt mal. Samenöle machen dick und krank. Rapsöl, Sonnenblumenöl. Das ist jetzt noch eine andere Sache, die ich hineinwerfe. Aber warum ist denn Hafermilch noch ungesund? Denn wenn ich jetzt schon, es geht ja nicht um Oatly, es geht ja um Hafermilch, um die veganen Alternativen, dass ich dafür quasi ein Licht ins Dunkle werfe, damit die Leute sehen, wie es ist. Und ich rede nichts schlecht. Ich rede ja auch nichts gut. Ich zeige nur, wie es ist. Die dreckige Wahrheit, die Wahrheit, die keiner hören will, egal ob man jetzt hinguckt oder nicht, die decke ich hier auf. Man soll nichts verurteilen, nichts bewerten. Wir sehen es hier nur so, wie es ist. Und jeder kann so sehen, wie er möchte. Schauen wir jetzt das hier an. Das hat jetzt so eine ähnliche Struktur wie die Outlet-Zutatenliste. Hier fehlen sogar noch Sachen. Aber überall ist sowas wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl drin. Bei Oatly ist es, glaube ich, Rapsöl. Rapsöl, genau. Jetzt hier bei der Hafermilch von Lidl ist Sonnenblumenöl drin. Spielt auch keine Rolle. Beide Öle machen krank und dick. Den höchsten Konsum, glaube ich, soweit ich weiß, ist in den USA.
Dort nehmen die am meisten dieser Öle zu sich und schaut euch an, wer die dicksten Menschen hat, wer die krankesten Menschen hat auf der Welt. Die USA. Die USA ist immer ein Beispiel, was wir nicht machen sollten. Wenn wir da rüber schauen, das, aber das Komische ist, die Sachen kommen ja auch dann immer rüber. Man kann nach USA schauen, um zu gucken, hey, was darf ich nicht mehr machen? Weil die Leute bekommen es ja gefühlt da als erstes. Da kommen ja auch voll viele Sachen rüber. Ich weiß noch, früher gab es da das, dann Riesengetränke kamen rüber und noch zigtausend andere Sachen, ehrlich. Diese ganzen Twerk-Geschichten, alles kommt rüber. Wir können einfach USA gucken, ey, was läuft da falsch? Was, natürlich kommt nicht alles rüber, aber die setzen so gefühlt immer die Trends für die anderen Länder. Schauen wir uns eine gesunde Alternative an. Das ist hier zum Beispiel die Mandelmilch. Das ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, aber damit ihr versteht, warum ist zum Beispiel so eine Mandelmilch oder auch so eine Kokosnuss, Reismilch, glaube ich, ist das. Oder nur Kokosnuss. Aber dort sind auch keine Öle enthalten. Hier braucht man zum Beispiel kein Öl. Warum braucht man hier bei dieser Mandelmilch, ist egal jetzt von welcher Marke, braucht man kein Öl? Weil die Mandel an sich hat ja viel Fett und ist auch ölig. Und das nutzt man hier einfach. Und die ist auch ungesüßt. Da braucht man keinen Fermentationsprozess. Hier sind auch 0,0 Kohlenhydrate drin. 0,0 Zucker. Das heißt, auch Leute, die irgendwie Diabetes haben, können das trinken. Meine Milch hat Zucker, das hat Zucker, Oatly hat Zucker, Hafermilch hat Zucker. Das hier ist eine gute Alternative. Ich glaube, die Reismilch, die hat nur 2 irgendwas Gramm. Kann auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die auch sagen, ey, ich trinke nicht mal, ich trinke keine Cola. So, wenn ich Durst habe, ich trinke einfach Hafermilch. Ich habe damals auch naja, ich habe früher auch viel Hafermilch so getrunken. Aber jeder darf lernen und ich meine, man weiß ja auch einfach vieles nicht. Und dann irgendwann realisiert man es, checkt man es, erfährt es irgendwo und denkt sich, wow, guck mal, ich habe die ganze Zeit das getrunken, das gegessen. Jetzt höre ich das erst. Jetzt erzählst du mir das erst. Warum jetzt erst? Wo warst du davor? Das sind die gesunden Alternativen. Und nochmal zum Abschluss. Ich will hier nichts gut oder schlecht reden. Das sind alles Fakten. So, man kann über Sachen reden. Sachen, die nicht belegbar sind. Kann man diskutieren bis zum Ende. Ich rede auch gerne, ich höre mir alles von euch an. Ich schaue mir alles an, was ihr mir schickt, was ihr sagt. Auch bei TikTok Live oder YouTube Live. Wir können über alles quatschen. Schmeißt irgendwas in den Raum. Ich erzähle euch was dazu. Ich bin natürlich kein Allwissender. Wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch. Denn man kann nicht alles wissen. Man darf jeden Tag lernen. Ich darf jeden Tag lernen. Ihr dürft jeden Tag lernen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Kennt ihr den Spruch? Habt ihr das schon mal gehört? Ich finde, das hat schon was. So, schauen wir jetzt hier noch die Quelle an, beziehungsweise die Quellen, die ich genannt habe. Und zwar, die erste Seite ist endlichgrün.de. Ich habe das Ganze woanders gelesen, wo es auf Englisch war, bin aber dann auf Recherche gegangen, Richtung Deutsch und habe diese Seiten gefunden. Zum Beispiel hier, Kritik an Oatly, 4 Dinge, die du über den Hafermilchkonzern wissen sollst. Hier geht es konkret um Oatly, nicht um Hafermilch, aber ist natürlich sehr, sehr ähnlich. So, als erstes, Oatly war nicht immer nachhaltig. Oatly ist keinesfalls ein hippes schwedisches Startup, sondern ein Lebensmittelkonzern, der bereits seit 1994 existiert. Die Wissenschaftler Rickard Oyster und Skanska Landmene gründeten die Firma damals noch unter dem Namen Seba Foods, um eine laktosefreie Alternative für Kuhmilch zu schaffen. Erst die Kursänderung, die CEO Tony Peterson veranlasste, ließ die Marke nachhaltig werden. Wir haben 2013 den Klimawandel als die erste Stelle unserer Agenda gesetzt, erklärte Peterson im Interview mit Goldman Sachs. Und seitdem tut Oatly auch viel, um ein nachhaltiges Vorzeigeprodukt zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist Nachhaltigkeit
auch eine Werbung, Kommunikationsstrategie der Firma und nicht nur Goodwill, also guter Wille. Ich bin schon davon ausgegangen, dass sie irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Gehe ich direkt zum vierten Ding. Das vierte Ding, also der vierte Kritikpunkt, hoher Zuckergehalt von Hafermilch. Hafermilch ist nicht nur wegen des Geschmacks beliebt, sondern auch, weil es gegenüber anderen Milchalternativen besonders klimafreundlich ist. Was allerdings oft vergessen wird, ist der hohe Zuckeranteil von Hafermilch. In Oatly ist Maltose enthalten, die Zutat mit dem höchsten glykämischen Index. Dieses Maß gibt an, welche Auswirkungen ein Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel hat. Hier nochmal der Vergleich mit Coca-Cola. Nee, nicht mit Coca-Cola. Hier nochmal der Vergleich mit Kuhmilch und Maltose, also Oatly. Auch wenn die Hafermilch von Oatly weniger Zucker enthält als Kuhmilch, ist sie durch die höheren GI, also glykämischer Index, schädlicher. Gehen wir hier nochmal auf das Original-Ding, wo ich es gefunden habe, ein. Denn hier dieser jeffnobs.com, also wahrscheinlich heißt er so, ich weiß nicht. Ach, da oben links, genau, so heißt er. Und was Stoffdaterien angeht, ist ja auch so ein kleiner Punkt, der irgendwo vergessen wurde. Zucker und die ganzen Folgesachen, die dadurch entstehen, und Diabetes und so weiter und ein hoher Blutzuckerspiegel, die resultieren in verstopften Arterien. Für die, die es jetzt nicht wussten oder, also hier bei diesen Seiten wird auch das erklärt mit dem Fett, also warum da über Fett hinzugefügt wird, warum das halt nicht so gut ist und so weiter. Natürlich jetzt nicht so explizit, wie ich es erklären könnte, weil ich halt auch noch tiefer in der Materie drin stecke. Beziehungsweise ich habe mich da einfach informiert und informiere mich auch immer noch. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich liebe es. Deswegen gehen die hier auf jeden Fall darauf nicht so tief ein. Aber ich verlinke euch die ganzen Sachen. Hier sind noch zwei, drei andere Punkte, die ich sagen wollte, die ich noch persönlich sagen wollte, die nicht mit dem Bild zu tun haben, sondern die ich im Endeffekt noch durch Recherche in Erfahrung bringen konnte. Und zwar hohe Level von den Insulinwerten. Die blockieren die Umwandlung von Testosteron in Östrogen. Okay, was bedeutet das? Zum Beispiel bei Frauen, die können dann halt weniger empathisch sein oder weniger, ich sag mal weniger einfach feminin, weil Östrogen ja mehr feminin macht. Also Testosteron gehört ja zum Mann, ist das männliche Hormon, und Östrogene sind ja die weiblichen Hormone. Wenn man vergleicht, das zum Beispiel ein Bauer sagt mal, es gab mal ein Experiment, da haben Bauer angefangen, ihre Tiere zu mästen und haben denen Kokosnussöl gegeben, beziehungsweise Kokosnüsse, und die sind dann schlank und muskulös geworden. Und dann dachten sie, okay, das ist gar nicht in unserem Interesse, das ist gar nicht gut, weil wir wollen ja eigentlich massige Tiere mit viel Fett. Und dann haben die auf einmal Rapsöl bekommen. Rapsöl, Sonnenblumenöl, also Getreide aller Art zu essen bekommen. Und die wurden auf einmal massig und fett. Die haben richtig zugenommen. Und was passiert eigentlich mit uns? Weil wir nehmen ja auch so viel Rapsöl, Sonnenblumenöl zu uns. Es ist fast überall enthalten, egal ob, ich will es nicht übertreiben, aber übertrieben, ich meine, ihr seht es ja. Es ist halt überall zugesetzt, egal ob in kleiner oder großer Menge, und ich meine, das alles, was wir essen, das summiert sich. Hohe Werte in Insulin, die begünstigen auch einen Testosteronmangel. Jetzt für die Männer nochmal wichtig, damit ihr das wisst. Und wenn ihr früh am Morgen zum Beispiel Oatly trinkt, dann isst ihr an dem Tag auch mehr, weil ihr dann unterzuckert seid. Und wenn man unterzuckert ist, dann isst man automatisch mehr, beziehungsweise hat öfter Hunger und isst mehr. Hier beende ich das Ganze auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Und wer mal quatschen möchte, kann gerne bei TikTok live mal anfragen. Früher oder später sehen wir uns bestimmt wieder. Bis dann.